Moin Freunde, ja, willkommen zurück auf meinem Kanal. Dennis hier, aka Fragrance Dog aus Hamburg. Ja, der wahre unerreichte Fragrance Dog. Ja Leute, ihr habt es gelesen, ich muss ein kurzes Statement hier mal kurz abgeben. Ein Real Talk Video, fällt immer unter Real Talk sowas. Ja, ich kriege von euch so viele Nachrichten und zu dem Thema Kai Porten, sein erster Duft. Werde ich ihn richtig bewerten. Weil ich ja jetzt cool mit Kai bin, werde ich ihn wahrscheinlich nur positiv bewerten und so weiter und so fort. Und deswegen, weil das so viel ist, ich kriege wirklich, jeder Zweite fragt fast nach diesem Duft oder vor allen Dingen, wann kommt er raus. Also wann er rauskommt, keine Ahnung. Ihr müsst auf jeden Fall auf Kai seinen Kanal schauen. Und ja, ich werde ihn bekommen von Kai, das ist klar. Und ich werde ihn auch bewerten. Aber wir haben es abgemacht. Was heißt abgemacht? Also ich bewerte den Duft, wie ich jeden anderen Duft bewerte. Und nicht, weil ich jetzt cool mit Kai bin, werde ich ihn deswegen, wenn ich ihn nicht gut finde, werde ich das sagen. Kai wünscht sich das auch. Und ihr wisst, Kai möchte die Wahrheit über seinen Duft wissen, also sage ich ihm das auch. Ich habe ihm jetzt auch schon was gesagt, das werde ich natürlich jetzt hier nicht erwähnen, was ich zu ihm gesagt habe, wegen Flakon und so weiter. Das werdet ihr alles erfahren, wenn es soweit ist. Das Ding ist nur, warum sollte ich ihn oder den Duft jetzt nur positiv bewerten? Verstehe ich nicht. Also wenn der Duft nicht gut ist, dann werde ich Ihnen das so oder werde ich das hier vor allen Dingen auch in Review sagen. Ihr kennt mich doch. Also der Dog und auch Kai sind ja fast, sage ich mal, ich will jetzt nicht sagen mit die einzigen oder so, aber schon die wenigstens richtig was sagen. Und ja, ich betone oder sage vieles Positives zu meinen Düften. So, aber ich habe schon mal gesagt, die Düfte, die ich besitze, finde ich auch gut. Die anderen, die ich nicht besitze, ja, die finde ich nicht gut oder die kommen weg. Ich gebe jedem Duft aber eine Chance. Ich habe das letztens auch schon auf Twitch in meinem Livestream gesagt, dass ich jedem Duft eine Chance gebe. So, das heißt zum Beispiel, wie ich wiederhole mich, ich habe das schon so oft gesagt, eine Null zu geben, zum Beispiel auf Parfumo, wie manche Leute das da machen, ist absoluter Schwachsinn. So, eine Null ist Hundekacke. So, ganz ehrlich. Man bewertet einen Duft mit 1, okay, aber 0 ist, oder 0,5, und ich glaube, ich habe sogar 0 da gelesen, das ist absolut Blödsinn. So, und Kai wünscht sich das und ich hätte das auch so und so gemacht, nicht nur weil Kai sich das wünscht. Wir sind auf jeden Fall, Kai und ich sind extrem offene Menschen, wir verstehen uns gut, wir schreiben oft, wir quatschen miteinander und so weiter und ich weiß auch nicht mehr wie ihr. Also, ne, vielleicht Bruchteil, aber ich möchte das auch nicht, ich werde sehen und ich bin wirklich gespannt auf seinen Duft und werde ihn dann definitiv richtig bewerten und ohne Kompromisse richtig auseinandernehmen. Gerade Kai sein Duft, das werde ich so machen und was mir nicht gefällt, werde ich dann sagen. So Leute, so gehört sich das, so ist das und warum soll ich das anders machen, nur weil ich cool bin? Ich meine, er sitzt ja oder auch... warum soll ich weiß nicht, warum ich Ihnen, die Diskussion jetzt ist schon eigentlich überflüssig, aber man muss das ja sagen, weil ich mache so ein Video sonst nicht, aber wenn ich so viele Nachrichten bekomme, oder ja, du bewertest ihn ja dann trotzdem so und so cool, nee, warum? Wenn ich den Duft nicht mag, gut, ihr habt ja mitgekriegt, was drin ist, soweit, er hat das ja, glaube ich, schon gesagt, oder ähnlich, Rose, Oud, Safran, ja gut, das sind 3 Inhaltsstoffe, die ich wirklich mag. Ich gehe davon aus, dass er nice werden wird. Und ja, und dafür, dass das auch, also dass da guter Stoff drin ist, wie ich so schön sage, oder ich weiß nicht, ob echtes Oud da drin ist. Ich habe jetzt seine letzten Videos nicht verfolgt, weil ich auch viel zu tun habe. Aber ich denke, es wird nice werden. Ja, und wenn nicht, oder alles, was mir nicht gefällt, werde ich auf jeden Fall nochmal, eingangs habe ich das eben erzählt, sagen. So, es gibt keinen Grund, er sitzt ja nicht im Flakon, der Kai sitzt da ja nicht drin und warum soll ich ihn schlecht machen oder deswegen schlecht machen? Und wie gesagt, Kai und ich haben keine Probleme miteinander. Wir hatten eigentlich nie Probleme, das wollte unsere Community gern, dass wir Probleme haben. Natürlich gab es vielleicht mal 1, 2 Sachen, die ich auch gesagt habe. Das weiß er auch. Das weiß er auch. Ich habe mal gesagt, ja, ein Holzfäller, Kai. Das habe ich gesagt. Das weiß er. Das habe ich sogar zu ihm persönlich gesagt. Ne? Das kam einfach so in Livestream. So, was ist da so schlimm dran? Das ist einfach so. Es ging einfach nur wegen dem Thema früher da.
dass er mich nicht gegrüßt hat und so weiter, oder ich weiß das schon alles gar nicht mehr, oder er hat mich dann trotzdem in einem Video noch gegrüßt oder bedankt wegen den, es ging ja um den Tom Ford Wood Intense, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche, ist auch egal, ich weiß, das ist schon so lange her, und ja, da war das vielleicht ein Thema, und aber grundsätzlich wollte, dass unsere Community, dass richtig Action kommt. So. Wäre bestimmt interessant gewesen, aber es gibt keinen Grund, um Action zu machen, und deswegen, wie gesagt, ich freue mich auf seinen Duft und werde ihn aber definitiv auseinandernehmen, das steht fest, und meine Meinung dazu sagen und kundgeben, das ist so. Ich werde 100% real über seinen Duft reden, und ja, anders macht das gar keinen Sinn. Warum sollte ich das machen? Und vor allen Dingen für einen YouTuber, der jetzt seinen ersten eigenen Duft rausbringt, ist es sinnvoll, wenn ich sage, der Duft ist so und so, der Duft ist so und so. Es bringt nichts, wenn ich ihnen Honig um den Mund schmiere und sage, ja, das ist ein perfekter Duft, alles ist nice, der Deckel ist nice, der Sprüher ist nice, natürlich sind auch die Inhaltsstoffe nice, und ja, er sprüht auf die Haltbarkeit und etc. ist nice. Ich mache zwar überhaupt keine Banane, aber der Inhaltsstoff Banane ist nice. So, warum soll ich das machen? Gleich vorweg, ich muss das ja immer betonen, man muss ja so einiges betonen bei manchen Leuten. Ich glaube nicht, dass Banane drin ist. Also es war jetzt nur ein Beispiel. Ich gehe davon aus, dass er nicht Banane drin hat, und es wird auch keine Banane drin sein. So, und ja, das war nur ein Beispiel jetzt. Und deswegen, ja, ich werde auf jeden Fall real und den Duft auseinandernehmen bis ins kleinste Detail. Das steht fest, das sage ich hier, das weiß auch er, und er wünscht sich das auch, und so gehört sich das, und nicht vorweg, weil ich muss mich nicht rechtfertigen, aber ich will das einfach nur mal kurz klarstellen und auch mal eigentlich im Grunde genommen hier klarstellen im Video, dass ich das nice finde, dass er einen Duft rausbringt, und es bringen ja einige Düfte raus, und es wünschen sich auch so viele, dass ich einen Duft rausbringe. Das lassen wir jetzt erstmal stehen. Und ja, wir werden sehen. Und dann, ja, das war es eigentlich. So, ein bisschen Real Talk. Ich mache diese Videos gern. Viele wünschen sich auch so eine Videos mal zwischendurch, deswegen mache ich das. Und ja, eigentlich gibt es nicht mehr zu sagen, außer dass, wie gesagt, ich bin wirklich gespannt auf den Duft, auf alles, was dazugehört. OVP, Flakon, Duft, Inhaltsstoffe, Haltbarkeit, Silage und so weiter und so fort. Und ja, schauen wir mal. Aber das, was ich jetzt bis jetzt, also ich habe jetzt wirklich, ich muss mal nochmal nachgucken, ob er noch was erzählt hat. Wie gesagt, ich bin dazu nicht gekommen im Moment. Aber wie gesagt, Oud, Safran, Rose, wenn das dabei ist, so, also wirklich drin ist, am Ende natürlich, wenn der wirklich fertig ist, kann ich nicht, also das sind Inhaltsstoffe, die ich mag, aber es heißt ja nicht, dass es wirklich gut ist. Ne? Das macht ja jeder anders, und wir werden sehen, was rauskommt. Also Leute, dann reinhauen, und ja, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.